Wir haben das Schlimmstmögliche erlebt, was ein Mensch erleben kann. Da mache ich einen Punkt hinten dran, das ist so. Ich kann mir nichts Schlimmeres mehr vorstellen. Und den Weg, den gehen viele Menschen eine Weile mit, weil sie es auch versuchen, aber den können nur Menschen weiter mit dir gehen, die das tatsächlich auch erleben mussten. Was Christian Malesiewicz mit seiner Familie erlebt hat, ist schwer zu verarbeiten. Das Paar lebt in Seligenstadt. Es wird zur Familie, als der kleine Oskar das Licht der Welt erblickt. 2015 jedoch wird sich das Leben der Familie für immer verändern. Oskar, zu der Zeit 2,5 Jahre alt, bekommt Fieber. Die üblichen Antworten vom Kinderarzt sind dann: warten Sie mal und schauen Sie mal morgen und geben Sie mal ein Zäpfchen und diese Dinge. Das Fieber ging aber nicht zurück. Und dann geht es irgendwann zu einem obligatorischen Bluttest oder Blutbilderstellung, und das hat stattgefunden. Und wir waren dann nachmittags irgendwie unterwegs gewesen, die täglichen Dinge erledigen. Und als wir abends nach Hause kamen, waren auf sämtlichen Mailboxen und Anrufbeantwortern waren irgendwie Nachrichten von unserer Kinderärztin, wir sollten doch sofort zurückrufen, was wir dann auch getan haben. Und da war die erste Aussage dann direkt: wir haben hier ein seltsames Blutbild, Sie müssten bitte sofort in die Uniklinik fahren, sich sofort aufnehmen lassen, es könnte eine Leukämie sein. Es ist der 25. März 2015, Tag 1 in der Klinik. Der Anfang einer Odyssee. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate. Die Diagnose AML, eine akute myeloische Leukämie. Es folgt ein stetiger Wechsel zwischen ambulantem und stationärem Aufenthalt. Ehefrau Melanie und Christian wechseln sich ab. Nahezu ein Jahr. Dann die frohe Botschaft: die Krebszellen bei Oskar vermehren sich nicht mehr. Christian, der inzwischen den Marathonlauf als Ventil für sich entdeckt hat, plant eine Spendenaktion für den Verein Hilfe für krebskranke Kinder in Frankfurt, dem er sich angeschlossen hat. Aber dann stand eben die Familie dort und hat mich mal weiter gepusht. Natürlich auch mein Sohn. Das war 2018. Und 2020, wieder am 25. März, also das heißt auf den Tag 5 Jahre später, stand wieder nach 3-4 Tagen Fieber und wieder ein Blutbild, stand wieder abends unsere neue Kinderärztin vor der Haustür, hat geklingelt am 25. März 2020 und ich habe die Tür aufgemacht. Mittlerweile war Oskars Bruder geboren, war da ein halbes Jahr alt, und meine Frau hatte den Kleinen und ich habe die Tür aufgemacht und ich wusste sofort, was Sache ist. Und hatte der Oskar 5 Jahre später tatsächlich nicht einen Rückfall, sondern eine Neuerkrankung. Er hatte diesmal eine ALL, das ist eine akute lymphatische Leukämie. Wieder geht es in die Uniklinik Frankfurt. Wieder beginnt der Albtraum. Doch auch hier erholt sich Oskar nach langer Zeit. Eine Krankenhausentlassung ist in Sichtweite, als das Schicksal zuschlägt. 3 Wochen vor Therapieende kam irgendwoher eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Und Oskar ist kollabiert, ins künstliche Koma versetzt worden und hat noch eine Woche lang gekämpft, wir alle. Am 6. November 2020 stirbt Oskar im Alter von gerade einmal 7 Jahren. Der Boden wird den Eltern unter den Füßen weggezogen. Freunde, Verwandte, Bekannte, sie wissen nicht richtig, damit umzugehen. Der Verein Hilfe für krebskranke Kinder in Frankfurt bekommt für die Familie eine zentrale Bedeutung. Und dann ist da noch etwas. Nach all dem, was passiert ist, war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass mir Oskar da eine Aufgabe ein Stück weit gegeben hat und gesagt hat, und jetzt machst du bitte was draus. Was Oskar seinem Vater mit auf den Weg gegeben hat und wie der Verein einem erkrankten Kind aus der Ukraine hilft, morgen bei Main Tower.